10% Mietrendite mit einer Wohnung in Spanien. Kapitalanleger, aufgepasst. Die Chance. So oder ähnliche Überschriften sieht man manchmal bei Anzeigen, bei Immobilienanzeigen in Spanien. Und dann möchte ich dir in diesem Video jetzt mal zeigen, worauf du da besonders achten musst. Denn es kann schon stimmen, ja, aber es kann auch eine Stolperfalle in diesem Fall liegen, die ich dir mal erläutern möchte mit dem nachfolgenden Video. Ich hatte nämlich eine Kundin, die mich angeschrieben hatte und mit mir Termin ausgemacht hatte und eben genau so eine Anzeige vorliegen hatte und die Wohnung unbedingt kaufen wollte, weil die ganzen Zahlen gestimmt hatten und das hätte alles wunderbar hingehauen. Nur hatte sie so einen geringen Zweifel noch, weil noch eine Sache dabei war, die sie nicht verstanden hatte und hatte mich deswegen um eine Beratung gebeten. Und dann habe ich sie leider auf etwas aufmerksam machen müssen, was letztendlich dazu geführt hat, dass sie Abstand genommen hat von dem Kauf. Den Fall, den ich dir jetzt gleich im nachfolgenden Video zeigen werde, ist natürlich nicht der von meiner Kundin, aber ein ähnlicher oder wenn nicht sogar gleichgelagerter Fall. Deswegen fand ich ihn sehr anschaulich, um dir aufzuzeigen, worauf du bei solchen Angeboten oder solchen Anzeigen unbedingt achten solltest. Das ist ein wunderbares Beispiel für Wohnungen, die aus Renditesicht und Investorensicht sehr, sehr attraktiv erscheinen auf den ersten Blick, aber die eine Stolperfalle beinhalten können, die du unbedingt kennen musst, bevor du dich einlässt auf so eine Operation. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht das konkrete Beispiel, das mir meine Kundin gezeigt hatte, aber es ist genau der gleiche Sachverhalt. Deswegen möchte ich es nutzen, um dir das an diesem Beispiel zu zeigen. Es handelt sich hier um eine Wohnung, ein Studio zum Verkauf in einer Straße in Barcelona Stadt. Die Lage ist okay, sie ist in einem Stadtteil, in einem ruhigen Stadtteil, gute Anbindung an Metro, Bus, auch zur Natur, also die Lage ist in Ordnung, aus Vermietungssicht sehr interessant und der Preis ist natürlich auch sehr gut, 59.000 sogar runtergegangen, von ursprünglich 69.000 runtergesenkt auf 59.000. Größe 31 Quadratmeter, Erdgeschosswohnung ohne Aufzug. Zum Glück. Finde ich immer sehr lustig, wenn man bei Erdgeschosswohnungen das immer noch erwähnt, ob es einen Aufzug hat oder nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Hier sind schon 2 Punkte, die mir ins Auge springen und auf die du achten solltest. Zum einen spricht man hier von Estudio, also von einem Studio. Das ist so meistens halt ein Zimmer, eine Einzimmerwohnung, wo Wohn-, Schlaf-, Esszimmer ein einziger Raum ist und nur Bad als separater Raum und die Küche meistens im Raum drin. Studio, wenn es so erwähnt wird mit diesem Begriff, heißt es meistens, dass es keine offiziell eingetragene Wohnung im Grundbuch ist, ja, sondern eine andere, also im Grundbuch als eine andere Funktion, ein anderer andere Immobilie eingetragen ist, wie zum Beispiel was ist da oft ein Abstellraum zum Beispiel. Es gibt verschiedene. Auf jeden Fall Studio ist meistens keine eingetragene Wohnung. Ein wichtiger Punkt schon, denn du möchtest die Wohnung ja schließlich später vermieten und da ist es schon wichtig, dass es letztendlich auch als Wohnraum deklariert ist. Zweiter Punkt, Bajo, also Erdgeschosswohnung. Auch hier wieder in einem anderen Video habe ich ja schon gesagt, warum ich rate, von Erdgeschosswohnungen Abstand zu nehmen. Hier nochmal das Thema eben Feuchtigkeit, kapillare Feuchtigkeit und so weiter. Da schaut ihr mal das Video noch dazu an, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall auch für mich nochmal ein Punkt zu sagen, nee, lieber nicht. Gehen wir mal weiter. Und hier steht schon, ich habe es mal wieder auf Spanisch, weil ich das lieber mag, aber ich gucke mal, ob es auch auf Deutsch steht. Genau, lokal konditioniert zum Wohnen. Okay, also hier geht es darum, dass es ein gewerblicher Raum ist, der eben umfunktioniert wurde zu Wohnzwecken, komplett ausgestattet und renoviert. Achtung Investoren, gute Rentabilität zur Vermietung. Ja, und da muss ich sagen, gebe ich dem Anzeigenerstatter auch recht, denn der Kaufpreis in 59.000 in der Gegend, die kenne ich,
sehr gut. Und ich weiß, dass diese Wohnung, die wir uns gleich angucken, die kannst du auf jeden Fall für 500 Euro kalt vermieten. Sprich, eine 10%ige Rendite ist gesichert. Ja, aber, wie gesagt, es gibt eben andere Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Und deswegen bin ich da nicht mehr so euphorisch. Aber dazu gleich mehr. Hier steht nämlich auch, diese Wohnung ist eine Erdgeschosswohnung, direkter Zugang zur Straße, hat ein Wohnzimmer, Wohn-Esszimmer, sehr lichtdurchflutet, mit Aluminiumfenster und eine offene Küche und ein Zimmer, schon mal gut, nochmal ein Zimmer extra, außerdem auch ein komplettes Bad mit Dusche. Hier schreiben sie wieder L-Lokal, also der Gewerberaum, die gewerbliche Einheit ist lichtdurchflutet und hat neue elektrische Leitungen, alles neu. Du musst sie nur noch mit deinen Möbeln ausstatten und fertig. Genau, jetzt gucken wir uns mal die Fotos an und dann wirst du auch gleich sehen, warum in einem ähnlich gelagerten Fall eben meine Kundin so begeistert war und die unbedingt kaufen wollte. Denn hier das erste Foto finde ich jetzt auch schon mal auf den ersten Blick ansprechend. Nur sind jetzt schon viele Dinge mir aufgefallen, die ich mit dir durchgehen möchte und ich bin gespannt, ob du das auch gemerkt hast. Okay, da wiederholen Sie es nochmal. So sah es wahrscheinlich vorher aus, gehe ich mal davon aus. Weil jetzt ist es ja zumindest mit Laminatboden verlegt. Und die Möbel, wie gesagt, die müssen wir wohl noch selber mitbringen. Gut, jetzt wiederholt sich das. Aber was ich dir zeigen wollte, war, hier sieht man schon, sind überall die Lichter an der Decke, weil sonst kein weiterer Lichteinfall es geben würde. Ich sehe hier kein einziges Fenster. Einzige Fenster, hier auch sieht man es auch ganz schön, man sitzt hier eigentlich in einem fensterlosen Raum. Das Bad hat jetzt kein Fenster, okay, das ist nicht das Problem, es hat hier so einen Abzug, das ist okay. Und das einzige Fenster, das es gibt, ist diese Tür. Und hier siehst du so ein bisschen den Rollladen. Hier sieht man es perfekt. Das ist das einzige Fenster, das es in dieser Wohnung gibt. Jetzt stell dir das mal bildlich vor, dass hier siehst du unten die Straße. Ich erkenne den Gehweg von Barcelona. Ja? Hier ist die Straße. Du kommst hier rein, bist dann hier in so eine Art kleiner Gang in diesem Essbereich Küche. Und dann gehst du weiter. Hier gehst du weiter. Also hier kommst du rein. Ja? Hier gehst du weiter und hast dann hier das Sofa und hinten Bad und Schlafzimmer. Und es ist kein weiteres Fenster vorhanden. Nur das Fenster vom Eingang, also hier. Und hier sieht man auch wunderbar, dass das eben früher eine gewerbliche Einheit war. Denn hier ist nochmal das ehemalige Schaufenster, ja, und die Eingangstür. Und hier scheint offensichtlich, ich sehe es jetzt nicht richtig, ob es ein Rollladen ist. Nee, ich sehe es hier unten doch. Es ist dieser Metallrollladen, der eben, wenn du in Spanien schon öfters auf der Straße unterwegs warst, ist es sicher aufgefallen, dass viele gewerbliche Einheiten, die eben direkt vom Gehweg zugänglich sind, dass die so eine metallische Tür haben, so eine Rolltür, die man hoch und runter schiebt. Wenn man abends nach Hause geht, wird es zugeschlossen. Wenn man wieder aufmacht am nächsten Tag, wird es hochgemacht. Und dieser Rollladen ist beibehalten worden. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass diese Wohneinheit, so wie du sie jetzt vorfindest, illegal ist. Ich sage dir gleich warum. Wichtig für mich nochmal zu wissen oder zu sagen, dass du bedenken musst, wenn du dann da drin wohnst oder ein Mieter drin wohnt und der natürlich diesen Rollladen hochmachen möchte, kann jeder, der hier vorbeispaziert, dir auf den Teller gucken. Ja? Gut, kannst du durch den Vorhang und sowas hinmachen, aber das ist halt, wie gesagt, auch deine einzige Einfallquelle, so dass du dann gegebenenfalls im Dunkeln sitzt. Jetzt, warum denke ich, dass es illegal ist? Zwar aus folgendem Grund, das gucke ich nochmal in der Beschreibung.
aus dem Grund. Local acondicionado a vivienda. Also gewerbliche Einheit hergerichtet für Wohnung. Und wenn das richtig gemacht wird, also es ist schon möglich, dass man eine Nutzungsänderung macht von einer gewerblichen Einheit zu einer Wohnung, aber da liegen halt ganz strenge Voraussetzungen vor, die erfüllt sein müssen. Man muss Geld in die Hand nehmen mit einem Architekten, Bauanträge etc. Ja? Und wenn das richtig gemacht wird, dann kann man dieses ehemalige Ladenlokal auch eintragen lassen als Wohnung. Wenn das gemacht worden wäre in diesem Fall, wäre erstens der Preis höher und zweitens würde hier nicht stehen Local acondicionado. Also es würde dann einfach stehen Wohnung, ja, Vivienda und eben nicht Estudio. Also hier kann ich dir jetzt schon voraussagen, dass eine Nutzungsänderung gemacht worden ist, die aber nicht offiziell gemacht worden ist. Also ohne Antrag, ohne Genehmigung etc. Was viele Nachteile hat, aber zwei besonders wichtige, nämlich wenn du das so kaufst, schau dir vorher unbedingt den Grundbuchauszug an, um zu gucken, wie es eingetragen ist. Wenn ich recht habe, steht da eben immer noch Lokal drin oder Almacén, also Lagerraum, ja, auf jeden Fall nicht Wohnung, nicht Vivienda. Dann hast du das Risiko, dass du das kaufst und wenn sich später herausstellt, die haben da Mist gebaut und die Stadt kommt auch drauf, kannst du Bußgelder auferlegt bekommen und gegebenenfalls dann alles auch wieder zurückbauen müssen. Und der zweite Nachteil ist auch, wenn das mit der Hausgemeinschaft nicht abgesprochen worden ist, was oft der Fall ist bei solchen Fällen, bei solchen Immobilien, dann kannst du Ärger mit der Hausgemeinschaft bekommen. Die haben relativ eingeschränkte Möglichkeiten, gegen dich vorzugehen, aber die können dich anzeigen zum Beispiel, können verbieten, dass es vermietet wird an jemand, weil das zum Beispiel nicht die Voraussetzungen der Bewohnbarkeit erfüllt, ja, weil dieses Objekt hat sicher auch keine Bewohnbarkeitsbescheinigung bekommen. Dazu hätte es alles legal gemacht werden müssen. Und so dass du da auch nochmal vorprogrammierten Ärger hast, wenn es mit der Hausgemeinschaft nicht ganz klar abgesprochen und irgendwo schriftlich festgehalten worden ist. Das ist in der Regel nicht der Fall. Deshalb das war auch der Tipp eben oder der Rat, den ich eben meiner Kundin gegeben hatte. Ich würde Abstand nehmen von so etwas, außer du bist dir halt ganz bewusst, dieser Risiken bewusst, die ich gerade genannt habe, und nimmst sie in Kauf. Ja, weil wie gesagt, man kann es hier gut für 500 Euro vermieten, da bin ich mir sicher, dass du das ohne Probleme vermietet bekommst, vielleicht sogar mehr. Aber du musst halt wissen, worauf du dich einlässt. Deswegen bin ich kein Fan von solcher Art von Immobilien, denn später auch beim Verkauf kann es auch wieder schwieriger werden, die zu verkaufen. Ne? Denn genau aus diesen Gründen, die ich jetzt gerade genannt habe, ist es ein Risiko, das man hier mit erwirbt. Also lass dich nicht bei solchen Anzeigen, achte auf diese Punkte, die ich gerade gesagt habe, und lass dich einfach auch nicht blenden von diesen doch recht schönen Bildern. Und hier ist es auch nochmal auf dem Grundriss. Das ist die einzige Lichtquelle. Und all der Rest ist einfach nur so ein rechteckiger Schlauch. Also, du wirst sicher Mieter finden, ja, in einer Stadt wie Barcelona, sicher. Aber die Frage ist, ob dir das Risiko das wert ist. Hast du noch eine andere Anzeige gefunden, wo du dir unsicher bist, ob das tatsächlich so eine interessante Anlageoption ist oder überhaupt eine Wohnung ist, die auch zu dir passen könnte, dann melde dich gerne. Ich habe hier ein Serviceangebot, wo du mir gerne den Link schicken kannst und dann gehen wir den in einer halben Stunde durch und ich gebe dir einfach Tipps und meine Erfahrungen weiter, so wie du jetzt gerade auch hier gesehen hast. Ich freue mich auf dich.